Ich heiße Carsten Koch und leite das Produktmanagement unserer Vertriebsregion Westeuropa 1. Und Kernaufgaben bei uns sind im Wesentlichen nutzerorientierte, integrierte Lösungsangebote zu bilden und das Portfolio zu pflegen und zum anderen die Nutzer insoweit einzubinden, dass deren Bedürfnisse in unsere Entwicklungsprozesse mit einfließen. Als Unternehmen sind wir mittlerweile auch fast 102 Jahre alt. Einiges im Portfolio sammelt sich an. Es ist immer schön, die Portfolios auszuweiten. Aber auf der anderen Seite ist es eben wichtig, auch nutzerorientiert Portfolios zu pflegen, dass sie nicht zu komplex werden, gerade aus Vertriebssicht. Die Herausforderung an sich war wahrscheinlich schon die letzten 2 bis 3 Jahrzehnte sukzessive da. Durch die letzten 20 Jahre deutliche Internationalisierung, durch regenerative Energien, Wärmepumpe und so weiter, aus zum Beispiel gesetzlichen Randbedingungen heraus oder eben neuen Anforderungen heraus, werden natürlich immer neue Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht. Insofern wird es immer schwieriger, auch für Kunden, das gesamte Portfolio zu handeln. Dahingehend wird es aber auch notwendig, alte Produkte, die zum Beispiel gesetzlich nicht mehr zulässig sind oder eben einfach auch nicht mehr die Wertschätzung haben, zu identifizieren und dann eben auch aus den Portfolios herauszunehmen. Also klar, vertrieblich achtet man natürlich sehr stark auf den Verkauf. Auf der anderen Seite sehen wir eben aber auch, dass Produktangebote so breit geworden sind, dass es selbst für Partner teilweise schwerfällt, zu beraten, zu installieren, zu servicen. Und das zieht sich eigentlich durch die gesamte Wertschöpfungskette, von der Produktion bis über den Verkauf, die Pflege der Portfolios intern und auch das Handling der Portfolios bei unseren Partnern und bei Kunden. Weil natürlich genau wie bei den Kollegen auf der Technikseite die Betreuung von breiten Produktportfolios einfach mehr Kapazität in Anspruch nimmt und insofern total wichtig ist, den Fokus zu halten. Komplexität nicht nur im Produktmanagement, aber auch im Produktmanagement auf der Sales-Seite liegt darin, dass im Prinzip Produkte, die gut laufen, wie auch Produkte, die schlecht laufen, im Grunde mehr oder weniger die gleiche Kapazität in Anspruch nehmen. Das ist zum Beispiel Produkteinführungsthematiken wie Kataloge, Preislisten, Planungsunterlagen, Schulungsaktivitäten bis hin zum After-Sales. Und alles das muss betreut werden. Und je breiter ein Portfolio und die Komplexität der Portfolios ist, desto mehr Kapazitäten muss man einsetzen. Also in der Zeit vor Soleil zugegebenermaßen lag der Fokus aus meiner Sicht im Vertrieb nicht auf Produktausläufen, wenn es denn nicht direkte Nachfolger gab. Der Hauptgrund der Einführung war das Thema Auslauf gut beurteilen zu können. Auslauf macht im Vertrieb tendenziell weniger Spaß, weil natürlich alles, was dem Kunden dient und vertrieblich umsetzbar ist, Erfolg verspricht. Auf der anderen Seite hatten wir alle 1 bis 2 Jahre geschaut. Die Datenbasis war, glaube ich, nicht von allen so richtig akzeptiert und insofern hatten wir niemals oder wenig die Transparenz, zum Beispiel in der Technik, in Controlling und auch im Vertrieb, um gemeinsam zu diskutieren, wie erfolgreich denn welche Produkte sind und dann auch zielgerichtete Entscheidungen treffen zu können. Also ich erinnere mich natürlich noch an die Zeiten vor Soleil, wo man wirklich in verschiedenen Systemen nach Daten, will ich sagen, kramen musste, aber doch suchen musste, konsolidieren musste und auch in verschiedenen Abteilungen. Das alles hat sich mit Soleil geändert. Ja, im Vertrieb nutze ich Soleil proaktiv, um Portfolios zu screenen, was gut läuft, was weniger gut läuft. Der Zugriff auf die Datenbasis, die Visualisierung, ist deutlich besser als das, was ich zum Beispiel heute in anderen Systemen mache. Also ich nutze Soleil gar nicht nur für den Auslauf, sondern ich nutze es tendenziell eher für andere Themen. Wo es früher auch keine Transparenz drüber gab, war zum Beispiel man hat sich ja auf Hauptprodukten, auf Produktgruppen fokussiert oder gar einzelne Artikelnummern, aber mit Soleil sehe ich eben auch zum Beispiel, wie viel an Zubehören und so weiter in dieser Produktgruppe läuft. Also ich sehe andere Zusammenhänge als früher. Ganz konkret, ich kann natürlich gucken, was Absatz, Umsatz, dB für Wärmepumpen sind. Aber ich sehe nicht in dem normalen betriebseigenen Tool, wie viel Zubehör hängt denn da dran, Faktura. Das muss ich mir auswerten lassen im Controlling. Ich kriege diesen Bericht, aber das ist natürlich ein Bericht, den ich anfordere. Wir im Vertriebsbereich nutzen Soleil natürlich auch zur Pflege der Portfolios, zu schauen, welche
Niedrigmargenbringer oder teilweise auch negative Margen in den Portfolios sich bewegen in Hauptprodukten. Aber ich sehe auch Komplementärprodukte zu Hauptprodukten wie Zubehör, wie Ersatzteile und kann viel besser entscheiden, ob ich diese Produkte im Portfolio lasse, weil sie trotzdem in Summe wirtschaftlich sind, oder ob sie wirklich in Summe auslaufen sollten. Aufgrund der verschiedenen Systeme haben wir oft diskutiert, ob wahr oder nicht wahr. Und da wir jetzt alle ein gemeinsames Tool nutzen, keine Datenbasis in Frage stellen, sondern datenbasiert Entscheidungen treffen können, gibt es diesbezüglich auch relativ wenig Diskussionen. Diese potenzielle Lage, dass der Vertrieb Produkte gerne im Portfolio lassen möchte und gegebenenfalls aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten in der Fertigung Produkte auslaufen sollen, löst sich normalerweise relativ gut auf, indem die Datenbasis die gleiche ist und uns gemeinsam hilft, für das Unternehmen Entscheidungen zu treffen. Soleil greift ja auf Systeme, auf vorhandene Daten zu, konsolidiert sie und visualisiert sie eben so brauchbar und ist so einfach in der Bedienung. Von daher sparen wir massiv an Zeit zu dem, was wir vorher benötigt haben. Ja, Soleil hilft natürlich nicht nur bei der Aufbereitung von Daten, bei einer Supervisualisierung, sondern eben auch die Möglichkeit, aus den Fachbereichen heraus Kommentare zu setzen, indem man viel schneller beurteilen kann, warum und weshalb Auslaufprodukte vorgeschlagen sind, ob aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten oder weil Invests getrieben werden müssten oder aus gesetzlichen Hintergründen. Das heißt, es ist eine viel einfache Entscheidungsfindung, als das vorher der Fall war. Also wir profitieren davon natürlich auf der einen Seite durch eine deutlich gestiegene Effizienz, durch saubere Datenbasis, können zielgerichtet gemeinsam mit den Technikkollegen im Produktmanagement Entscheidungen treffen und haben eben eine deutliche Zeitersparnis und haben eine deutlich bessere Qualität als vorher. Für mich hat Soleil den Zusatznutzen im Vertrieb, dass ich im Prinzip als webbasierte Anwendung überall auf Daten zugreifen kann, die meine Portfolios in den Ländern betreffen. Ganz konkret, ich bin auf Länderbesuch und schaue mir Produktgruppen an, wirklich zugehörige Zubehöre und so weiter und kann die Performance sehen, die aktuell läuft. Dafür brauche ich sonst einzelne Berichte, die ich anfordere oder eben für ganz verschiedene Tools. Und dieses wird konsolidiert in Soleil. Ich empfehle Soleil allen, die proaktiv Produktportfolios managen wollen und nicht warten, bis Berichte ins Haus flattern.